Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Eines Sommermorgens saß ein kleiner Schneider an seinem Tisch am Fenster und fühlte sich glücklich, während er mit aller Kraft nähte. Plötzlich hörte er eine Frau die Straße entlang gehen und rufen: »Gute Marmelade, günstig! Gute Marmelade, günstig!« Der Klang war angenehm in seinen Ohren. Er lehnte sich aus dem Fenster und rief: »Komm herauf, liebe Frau! Du kannst mir deine Marmelade verkaufen.« Die Frau stieg die 3 Stufen zum Schneiderladen mit ihrem schweren Korb hinauf und er bat sie, ihm all ihre Gläser Marmelade zu zeigen. Er betrachtete jedes einzelne, hob sie hoch, schnüffelte daran und sagte schließlich: »Diese Marmelade scheint mir gut zu sein. Gib mir 4 Unzen, liebe Frau. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist das in Ordnung.« Die Frau, die hoffte, einen guten Verkauf zu machen, gab ihm, was er wollte, ging aber verärgert und murrend davon. »Jetzt segne Gott diese Marmelade für mich«, rief der kleine Schneider, »und gib mir Gesundheit und Kraft.« Er nahm etwas Brot aus dem Schrank, schnitt eine Scheibe ab und strich die Marmelade darauf. »Das wird gut schmecken«, sagte er, »aber ich werde meine Jacke fertig machen, bevor ich hineinbeiße.« Er stellte das Brot neben sich und nähte weiter, wobei er so glücklich war, dass seine Stiche immer größer wurden. Inzwischen zog der süße Duft der Marmelade an die Wand, wo viele Fliegen saßen, und sie wurden in großer Zahl davon angezogen. »Hey! Wer hat euch eingeladen?«, sagte der kleine Schneider und versuchte, die ungebetenen Gäste wegzuscheuchen. Doch die Fliegen, die ihn nicht verstanden, kamen immer wieder in größerer Zahl zurück. Schließlich verlor der kleine Schneider die Geduld, schnappte sich ein Stück Stoff von seinem Arbeitstisch und sagte: »Warte! Ich gebe euch etwas.« Er schlug die Fliegen ohne Gnade, und als er hinsah, fand er 7 von ihnen tot mit ausgestreckten Beinen. »Seid ihr wirklich solche Plagegeister?«, sagte er und bewunderte seinen eigenen Mut. »Die ganze Stadt wird davon hören.« Der kleine Schneider schnitt sich schnell einen Gürtel, nähte ihn zusammen und bestickte ihn in großen Buchstaben mit 7 auf einen Schlag. »Was? Die Stadt?«, fuhr er fort. »Die ganze Welt wird es erfahren.« Sein Herz hüpfte vor Freude. Er zog den Gürtel an und beschloss, seine kleine Werkstatt zu verlassen, denn er dachte, dass er zu mutig sei, um dort zu bleiben. Bevor er ging, suchte er im Haus nach etwas, das er mitnehmen konnte, fand aber nur einen alten Käse, den er in seine Tasche steckte. Draußen bemerkte er einen Vogel, der in einem Busch gefangen war. Er steckte ihn mit dem Käse in seine Tasche. Jetzt, voller Mut, machte er sich auf den Weg. Da er leicht und flink war, fühlte er sich nicht müde. Der Weg führte ihn einen Berg hinauf, und als er den Gipfel erreichte, sah er einen großen Riesen, der dort saß und bequem um sich blickte. Der kleine Schneider trat mutig auf ihn zu und sagte: »Guten Tag, Freund. Du sitzt hier und blickst auf die weite Welt. Ich bin auch auf dem Weg dorthin, in der Hoffnung, mein Glück zu versuchen. Möchtest du dich mir anschließen?« Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sagte: »Du kleiner Lump! Du erbärmliches Geschöpf!« »Oh, wirklich?«, erwiderte der kleine Schneider. Er öffnete seinen Mantel und zeigte dem Riesen seinen Gürtel. »Du kannst lesen, was für ein Mann ich bin.« Der Riese las: 7 auf einen Schlag und dachte, dass der Schneider 7 Männer getötet hatte, was ihm ein gewisses Respektgefühl für den kleinen Mann einbrachte. Dennoch wollte der Riese ihn testen. Er hob einen Stein und quetschte ihn, bis Wasser herauslief. »Kannst du das?«, fragte er. »Ist das alles?«, sagte der Schneider.
Das ist Kinderkram für mich. Er holte den weichen Käse aus seiner Tasche und drückte ihn, bis die Flüssigkeit herauslief. Siehst du? Das war ein bisschen besser, oder? Der Riese war schockiert und konnte nicht glauben, was er sah. Dann hob der Riese einen Stein und warf ihn so hoch, dass er schwer zu verfolgen war. »Nun, kleiner Mann, kannst du das auch? Gut geworfen«, sagte der Schneider, »aber der Stein wird wieder herunterkommen. Ich werde einen werfen, der gar nicht zurückkommt.« Er nahm den Vogel aus seiner Tasche und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über die Freiheit, flog davon und kehrte nicht zurück. »Wie gefällt dir dieser Wurf, Freund?« fragte der Schneider. »Du kannst sicherlich werfen«, sagte der Riese, »aber lass uns sehen, ob du auch etwas tragen kannst.« Er führte den kleinen Schneider zu einer riesigen Eiche, die gefällt worden war, und sagte, »Wenn du stark genug bist, hilf mir, diesen Baum aus dem Wald zu tragen.« »Klar«, antwortete der kleine Schneider. »Du nimmst den Stamm auf deine Schultern, und ich werde die Äste und Zweige heben. Die sind der schwerste Teil.« Der Riese nahm den Stamm auf seinen Rücken, während der Schneider auf einen Ast saß. Der Riese, der nicht hinter sich sehen konnte, trug schließlich den gesamten Baum, zusammen mit dem Schneider, der fröhlich das Lied »3 Schneider ritten aus dem Tor« pfiff, als wäre es eine ganz einfache Aufgabe. Nachdem er den schweren Baum eine Weile geschleppt hatte, konnte der Riese nicht mehr und sagte, »Ich muss den Baum fallen lassen.« Der kleine Schneider sprang schnell herunter. Er griff den Baum und sagte, »Du bist so ein großer Kerl, und trotzdem kannst du diesen Baum nicht einmal tragen.« Sie setzten ihre Reise zusammen fort, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, zog der Riese die Spitze herunter, wo die reifsten Kirschen hingen, reichte sie dem Schneider und sagte ihm, er solle essen. Aber der kleine Schneider war zu schwach, um den Baum zu halten, und als der Riese losließ, schnappte der Baum wieder nach oben und schleuderte den Schneider in die Luft. Als er unbeschadet landete, sagte der Riese, »Was ist das? Kannst du einen schwachen Ast nicht halten?« »Ich habe jede Menge Kraft«, antwortete der kleine Schneider. »Glaubst du, es ist schwer für einen Mann, der 7 auf einmal niedergestreckt hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil dort Jäger im Dickicht schießen. Versuch auch so zu springen wie ich.« Der Riese versuchte es, schaffte es aber nicht, über den Baum zu springen und blieb in seinen Ästen stecken, was bedeutete, dass der Schneider einmal mehr die Oberhand behielt. Der Riese lud ihn ein, die Nacht in seiner Höhle zu verbringen. Der kleine Schneider stimmte zu und folgte ihm. In der Höhle saßen andere Riesen rund um ein Feuer und aßen jeder ein gebratenes Schaf. Der kleine Schneider dachte, dieser Ort ist viel größer als meine Werkstatt. Der Riese zeigte ihm ein Bett und sagte ihm, er solle sich hinlegen und schlafen. Doch das Bett war für den kleinen Schneider zu groß. Anstatt sich hinzulegen, kroch er in eine Ecke. Mitternacht, als der Riese dachte, der Schneider schlafe fest, stand er auf, nahm einen schweren Eisenstab und hieb mit einem Schlag durch das Bett, indem er glaubte, den kleinen Mann getötet zu haben. Doch bei Tagesanbruch gingen die Riesen in den Wald und vergaßen den kleinen Schneider, der bald fröhlich und mutig auf sie zutrat. Die Riesen waren erschrocken und dachten, er könnte sie alle töten, und rannten in Panik davon. Der kleine Schneider setzte seinen Weg fort und folgte seinem eigenen Pfad. Nach einem langen Spaziergang kam er in den Hof eines Königspalastes. Müde legte er sich ins Gras und fiel in einen Schlaf. Während er schlief, kamen die Leute von allen Seiten, um ihn zu sehen, und lasen die Aufschrift auf seinem Gürtel, 7 auf einen Schlag. »Ah«, sagten sie, »was macht dieser große Krieger hier in Frieden?«
Er muss ein mächtiger Herr sein. Sie berichteten ihm davon beim König und schlugen vor, dass, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, er ein wertvoller Mann sei, den man nicht gehen lassen dürfe. Der König gefiel diese Idee und schickte einen seiner Höflinge zu dem kleinen Schneider, um ihm beim Aufwachen Militärdienst anzubieten. Der Botschafter stand neben dem schlafenden Schneider, wartete, bis dieser sich dehnte und aufwachte, und überbrachte dann das Angebot des Königs. »Ich bin genau aus diesem Grund gekommen«, antwortete der Schneider, »ich bin bereit, dem König zu dienen.« Er wurde ehrenvoll empfangen und erhielt einen besonderen Wohnplatz. Die anderen Soldaten waren jedoch gegen den kleinen Schneider und wünschten sich, dass er weit weg sei. »Was wird jetzt passieren?«, flüsterten sie untereinander. »Wenn wir gegen ihn kämpfen, fallen 7 von uns mit jedem Schlag. Niemand kann ihm standhalten.« Sie entschieden sich, gemeinsam zum König zu gehen und um Entlassung zu bitten. »Wir können nicht bei einem Mann bleiben, der 7 auf einmal töten kann«, sagten sie. Der König bedauerte, dass er all seine loyalen Soldaten wegen einer Person verlieren würde und wünschte, er hätte den Schneider nie gesehen. Aber er wagte nicht, ihn zu entlassen, aus Angst, der Schneider könnte ihn töten und den Thron für sich beanspruchen. Er dachte lange darüber nach, bis er eine Lösung fand. Der König ließ den kleinen Schneider rufen und sagte ihm, dass er, da er ein so großer Krieger sei, einen Gefallen zu erbitten hätte. In einem Wald in seinem Land bereiteten 2 Riesen große Probleme mit ihrem Stehlen, Töten und Brennen, und niemand konnte sich ihnen nähern, ohne sein Leben zu riskieren. Wenn der Schneider die Riesen besiegen und töten könnte, würde er ihm seine einzige Tochter zur Frau geben, zusammen mit der Hälfte seines Königreichs als Mitgift und 100 Reiter schicken, um ihm zu helfen. Das wäre ein wunderbares Angebot für einen Mann wie mich, dachte der kleine Schneider. So eine schöne Prinzessin und die Hälfte eines Königreichs bekommt man nicht jeden Tag. »Oh ja«, antwortete er, »ich werde die Riesen besiegen. Und ich brauche die Hilfe von 100 Reitern nicht. Ein Mann, der 7 auf einmal niederschlagen kann, hat keinen Grund, vor 2 Angst zu haben.« Der kleine Schneider machte sich auf den Weg, und die 100 Reiter folgten ihm. Als er den Rand des Waldes erreichte, sagte er zu ihnen, »Wartet hier, ich werde mich selbst um die Riesen kümmern.« Er sprang in den Wald und schaute sich um. Bald entdeckte er beide Riesen, die unter einem Baum schliefen und so laut schnarchten, dass die Zweige zitterten. Der kleine Schneider verschwendete keine Zeit, sammelte 2 Taschen voller Steine und kletterte auf den Baum. Auf halbem Weg rutschte er auf einem Ast herunter, bis er genau über den Riesen hing und begann, Steine auf die Brust eines von ihnen fallen zu lassen. Lange Zeit spürte der Riese nichts, aber schließlich wachte er auf und stieß seinen Freund an. »Warum schlägst du mich?« »Du musst träumen«, antwortete der andere, »ich schlage dich nicht.« Sie versuchten, wieder einzuschlafen, aber der Schneider warf einen weiteren Stein auf den 2. Riesen. »Was ist los?«, rief der 2. Riese. »Warum schlägst du mich?« »Ich schlage dich nicht«, knurrte der 1. Riese. Sie stritten eine Weile, aber da sie müde waren, schliefen sie schließlich wieder ein. Der kleine Schneider begann erneut, nahm den größten Stein und warf ihn mit aller Kraft auf die Brust des 1. Riesen. »Das ist zu viel«, schrie der Riese, sprang wie ein Verrückter auf und drückte seinen Freund gegen den Baum, bis es wackelte. Der andere Riese revanchierte sich, und sie wurden so wütend, dass sie anfingen, Bäume auszureißen und sich gegenseitig zu schlagen, bis beide gleichzeitig tot zu Boden fielen. Der kleine Schneider sprang herunter und sagte, »Was für ein Glück! Wenn sie den Baum, in dem ich saß, ausgerissen hätten,
hätte ich wie ein Eichhörnchen zu einem anderen springen müssen. Aber wir Schneider sind flink. Er zog sein Schwert und stach jeden Riesen ein paar Mal in die Brust. Dann ging er zu den Reitern und sagte: Die Arbeit ist getan. Ich habe beide erledigt, aber es war harte Arbeit. Sie waren so verzweifelt, dass sie Bäume ausgerissen haben, um sich zu verteidigen, aber das spielt keine Rolle, wenn jemand wie ich kommt, der 7 auf einmal töten kann. Aber bist du verletzt? Fragten die Reiter. Mach dir darüber keine Sorgen, antwortete der Schneider. Kein Haar auf meinem Kopf wurde verletzt. Die Reiter glaubten ihm nicht und ritten in den Wald. Dort fanden sie die Riesen in ihrem Blut liegen, umgeben von umgerissenen Bäumen. Der kleine Schneider bat den König um die versprochene Belohnung, doch der König bedauerte sein Versprechen und dachte sich einen anderen Weg aus, um den Helden loszuwerden. »Bevor du meine Tochter und die Hälfte meines Königreichs bekommst«, sagte er, »musst du eine weitere heldenhafte Aufgabe erledigen. Im Wald gibt es ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet, und du musst es zuerst fangen. Ich fürchte ein Einhorn noch weniger als 2 Riesen.« »7 auf einen Schlag ist mein Ding«, antwortete der Schneider. Er nahm ein Seil und eine Axt mit sich, ging in den Wald und sagte denjenigen, die mit ihm geschickt wurden, sie sollten draußen warten. Er suchte lange, bis er schließlich das Einhorn entdeckte, das auf ihn zuraste, als wollte es ihn mit seinem Horn aufspießen. »Langsam, langsam, das kann nicht so schnell gehen«, sagte er, blieb stehen und wartete, bis das Einhorn nah war, und sprang dann schnell hinter einen Baum. Das Einhorn rannte mit voller Wucht gegen den Baum und blieb mit seinem Horn im Stamm stecken, unfähig, sich herauszuziehen, also war es gefangen. »Jetzt habe ich dich«, sagte der Schneider, trat hinter dem Baum hervor, legte ihm ein Seil um den Hals und befreite mit seiner Axt sein Horn aus dem Baum. Als alles bereit war, führte er das Einhorn zurück zum König. Der König wollte ihm immer noch die versprochene Belohnung nicht geben und stellte eine dritte Anfrage. Vor der Hochzeit musste der Schneider ein Wildschwein fangen, das im Wald großen Chaos anrichtete, und die Jäger würden ihm helfen. »Gern«, sagte der Schneider, »das ist Kinderkram.« Er nahm die Jäger nicht mit in den Wald, und die waren erleichtert, da das Wildschwein oft mit ihnen umgegangen war, was sie dazu brachte, sich ungern auf die Jagd zu begeben. Als das Wildschwein den Schneider sah, stürmte es mit schäumendem Maul und scharfen Zähnen auf ihn los, aber der schlaue Held sprang in eine nahegelegene Kapelle und dann in einem Sprung zum Fenster, um gleich wieder hinauszuspringen. Das Wildschwein folgte ihm hinein, aber der Schneider lief draußen herum und schloss die Tür hinter ihm zu, wodurch das schwere Tier gefangen war, das zu groß und ungeschickt war, um aus dem Fenster zu springen. Er rief die Jäger, damit sie das gefangene Tier selbst sehen konnten. Der Held ging dann zum König, der jetzt, ob er wollte oder nicht, sein Versprechen halten musste und ihm seine Tochter zusammen mit der Hälfte seines Königreichs gab. Hätte der König gewusst, dass der Mann vor ihm nur ein kleiner Schneider und kein großer Krieger war, hätte ihn das noch mehr gestört. Die Hochzeit war prächtig und fröhlich, aber aus einem Schneider wurde ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin ihren Mann nachts im Schlaf murmeln: »Bube, mach mir die Doppelbrust und flick die Hosen, sonst schlage ich dich mit dem Maßstab.« Da erkannte sie, was sein wahrer Hintergrund war, und am nächsten Morgen beschwerte sie sich bei ihrem Vater und bat ihn um Hilfe, um ihren Mann loszuwerden, der nichts als ein Schneider war. Der König tröstete sie und sagte: »Lass deine Schlafzimmertür heute Nacht offen, und meine Diener werden draußen stehen. Wenn er eingeschlafen ist, werden sie hineingehen, ihn fesseln und auf ein Schiff bringen, das ihn weit wegbringt.« Die Königin stimmte zu,
aber der Rüstmeister des Königs, der alles mitgehört hatte, war ein Freund des jungen Lords und erzählte ihm von dem Plan. »Ich werde dafür sorgen, dass ich das regle«, sagte der kleine Schneider. In dieser Nacht ging er wie gewohnt mit seiner Frau ins Bett, und als sie dachte, er schlafe, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder hin. Der kleine Schneider, der sich schlafend stellte, begann laut zu rufen: »Bube, mach mir die Doppelbrust und flick meine Hosen, oder ich werde dich mit dem Maßstab schlagen. Ich habe 7 auf einmal niedergestreckt. Ich habe 2 Riesen getötet, ich habe ein Einhorn gefangen und ein Wildschwein gefangen. Sollte ich Angst vor denen haben, die draußen warten?« Als die Männer den Schneider so sprechen hörten, wurden sie von Angst erfüllt und rannten so schnell sie konnten davon, als würde der wilde Jäger sie verfolgen, und keiner wagte es mehr, gegen ihn zu handeln. So blieb der kleine Schneider für den Rest seines Lebens ein König. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.